Quasi alle Hersteller haben echt spannende Fernseher für 2025 vorgestellt. Kann man also jetzt noch guten Gewissens einen Vorjahresfernseher kaufen oder lohnt es sich, auf die neuen Geräte zu warten? Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de. Die entscheidende Frage ist ja, ob es sich genau für dich lohnt, zu warten. Und dabei soll dieses Video helfen. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt stellt sich natürlich nur, wenn es grundsätzlich für dich möglich ist, auch noch ein paar Wochen oder Monate mit dem Kauf zu warten. Als erstes geht es darum, wie groß und vor allem, wie teuer der nächste Fernseher sein darf. Denn oft reicht das Budget nicht für die neuesten, absoluten Spitzenmodelle, wie ein LG OLED G5 in 83 Zoll mit Tandem RGB OLED-Panel der 4. Generation. Um jetzt ein Extrembeispiel zu nennen. Die größten Weiterentwicklungen findet man aber genau in diesen eher teuren Spitzenmodellen. Wenn das Budget aber nicht für die Spitzenmodelle reicht, dann bekommt man auch jetzt schon quasi genauso gute Fernseher aus dem Vorjahr. Bei den günstigeren Modellen sind die Verbesserungen von 2024 auf 2025 kleiner. Und für die Vorjahresmodelle findet man noch eine ganze Weile deutlich bessere Angebote als für die 2025er Nachfolger. Der LG C5 wird dem C4 zum Beispiel sehr ähnlich sein. Und für den C4 gibt es gerade häufig gute Angebote. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ohne dass ich wirklich genaue Preisgrenzen oder so nennen kann. Denn jede Situation ist ja bekanntlich anders und jeder legt auch auf verschiedene Dinge Wert. Falls ihr noch nicht genau wisst, welcher Fernseher für euch da die beste Lösung ist, empfehle ich euch zum Beispiel unser Video über die besten Fernseher des letzten Jahres. Da ist mit Sicherheit auch die passende Option für euch dabei. Da es dir wahrscheinlich auch um die besten Angebote geht, möchte ich kurz noch was zum Produktzyklus von Fernsehern sagen. Die ersten Fernseher des Jahres kommen im März auf den Markt. Das sind dann oft die Modelle, welche sich am besten verkaufen. Bei den absoluten Spitzenmodellen von Sony, Philips oder den ersten RGB Mini-LED-TVs kann es aber auch noch ein paar Monate länger bis zum Verkaufsstart dauern. Und bei Produkten, die frisch auf dem Markt sind, sind Angebote unter der oft ziemlich hoch angesetzten UVP sehr selten, bevor sie mit der Zeit dann immer günstiger werden und es irgendwann wirklich gute Angebote gibt. In der Regel dauert es mindestens ein halbes Jahr, bis die Preise wirklich attraktiv werden. Das heißt, für die meisten Fernseher kann man ab September, Oktober oder November mit guten Angeboten rechnen. Für TVs, die später auf den Markt kommen, natürlich auch erst etwas später. Wie lange oder wie oft Fernseher dann für richtig gute Preise zu haben sind, hängt natürlich auch von der Nachfrage ab. In der Vergangenheit kam es aber durchaus schon öfter vor, dass man Fernseher auch noch ein Jahr oder länger nach der Markteinführung zu echt guten Konditionen bekommen konnte. Gerade wenn die neue Generation auf den Markt kommt, sind nochmal gute Schnäppchen möglich. Schließlich muss in den Lagern ja auch wieder Platz geschaffen werden. Allerdings geht es dabei auch um die Verfügbarkeit. Und wenn die knapper wird, werden die entsprechenden Modelle auch wieder teurer. Die aktuellen Angebote seht ihr am einfachsten immer in den Testartikeln auf HiFi.de. Und zu besonderen Aktionen machen wir ja auch eigene Beiträge auf der Website oder ich berate euch im Livestream hier auf YouTube. Damit du all das, genau wie die Tests der neuen Modelle, sofort mitbekommst, abonniere am besten noch direkt unseren YouTube-Kanal. Okay, für die meisten heißt das jetzt also, dass man durchaus noch 2024er Fernseher kaufen kann und sogar sollte. Aber für wen lohnt es sich, auf die neuen Modelle zu warten? Wenn der aktuelle Fernseher noch gut genug ist, dass man ihn noch eine Weile nutzen kann und oder das Budget es zulässt, dass man sich dann ein wirkliches Spitzenmodell, vielleicht sogar direkt eine Größe größer holt, kann es sich durchaus lohnen, auf die neuen 2025er Fernseher zu warten. Über die wichtigsten Entwicklungen bei den besten Fernsehern des Jahres konnten wir bereits zum Beispiel von der CES aus Las Vegas berichten. Da sind dieses Jahr teilweise echt große Sprünge im Vergleich zum Vorjahr dabei, sowohl bei den verbauten Displays als auch bei Chipsets, Features und UI. Ein paar konkrete Beispiele. Samsung hat beim S95F nicht nur ein noch helleres QD-OLED-Panel mit einer noch besseren Beschichtung gegen Spiegelungen verbaut, sondern bringt dieses Jahr mit
One UI auch das gleiche Betriebssystem in die TVs wie in den Galaxy Smartphones und Tablets. Einen großen Schritt nach vorn macht auch das neue Primary RGB Tandem OLED Panel von LG Display, das natürlich auch heller wird, aber eben auch leuchtendere Farben wie QD-OLEDs darstellen kann, nur ohne Microlens Array. Man bekommt es im LG G5 und M5, Panasonic Z95B und der 83 Zoll Version des Samsung S95F. Es kann auch gut sein, dass es in den Spitzenmodellen von Philips oder Sony landet. Meine Kollegen Herbert und Torben sind jeweils live dabei, wenn Philips und Sony die 2025er Fernseher vorstellen, und wir werden selbstverständlich dann darüber berichten. Einen noch größeren oder deutlicheren Unterschied als bei den besten OLEDs könnte allerdings die RGB Mini-LED Hintergrundbeleuchtung machen. Die soll es dieses Jahr auch direkt bei mehreren Herstellern geben, wobei Hisense da am konkretesten und meiner Meinung nach am interessantesten ist. Denn der Trichroma UX wird in 100 und 116 Zoll auf den Markt kommen, und das voraussichtlich für einen zumindest noch bezahlbaren Preis, also zumindest in 100 Zoll. Für die Creme de la Creme der OLEDs oder eben riesige RGB Mini-LED TVs kann es sich lohnen, noch zu warten, weil man hier eben die größten technologischen Weiterentwicklungen bekommt. Wie viel Unterschied die neuen Panels oder Features wirklich in der Praxis machen, können wir natürlich erst sicher sagen, wenn wir die jeweiligen Fernseher hier bei uns vor Ort getestet haben. Moment, was ist mit HDMI 2.2? Muss das dein nächster Fernseher nicht haben? Nein, du brauchst noch kein HDMI 2.2. Und es lohnt sich auch noch nicht, darauf zu warten, bis es Fernseher mit HDMI 2.2 gibt. Ja, der neue Standard mit 96 Gigabit pro Sekunde wurde auf der CES vorgestellt. Aber es gibt noch kein Gerät, weder Grafikkarte noch Konsole, geschweige denn Fernseher mit dem neuen Anschluss. Und es wird auch noch eine ganze Weile, mindestens bis zur nächsten Konsolengeneration dauern, bis das überhaupt relevant werden könnte. Und wenn du dir die Wartezeit bis dahin zumindest etwas verkürzen willst, dann schau doch mal in dieses Video rein. Oder das hier, auch sehr interessant.